krank oder nur Ausrede? Nur eine Erkältung? »Paul, du siehst echt nicht gut aus«, sagte Sarah und stellte ihm eine Tasse Tee auf den Küchentisch. »Du bist ganz blass.« Paul zog die Schultern hoch. »Mir ist einfach komisch. Kopfweh, bisschen Schwindel und irgendwie keine Kraft.« Sarah sah auf die Uhr. »Seit wann jetzt?« »Seit, keine Ahnung, eine Woche? Vielleicht länger?« Paul rieb sich über die Stirn. »Ich dachte erst, das geht weg.« Sarah seufzte. »Du denkst immer, das geht weg. Und dann liegst du am Ende flach.« Paul wollte lachen, aber es kam nur ein kurzes Husten. »Ist doch nicht schlimm.« »Doch«, sagte Sarah, »du warst gestern schon früh im Bett und heute Morgen hast du fast den Kaffee verschüttet.« Paul schaute in seine Tasse. »Mir war kurz schwarz vor Augen, aber nur ganz kurz.« Sarah stellte die Hände in die Hüften. »Okay, wir gehen zum Arzt. Heute.« Paul verzog das Gesicht. »Muss das sein? Ich habe nachher eigentlich...« »Nein«, unterbrach sie ihn. »Heute kein eigentlich. Du rufst da an, sofort.« Paul nahm sein Handy. »Hausarzt.« Er tippte, suchte die Nummer und rief an. Nach ein paar Sekunden sagte eine Stimme: »Praxis Dr. Schneider. Guten Tag.« Paul räusperte sich. »Hallo, hier ist Paul Brandt. Ich bräuchte einen Termin. Mir geht's nicht so gut.« »Was haben Sie denn?« fragte die Sprechstundenhilfe. Paul schaute kurz zu Sarah. Schwindel, Kopfschmerzen, Müdigkeit und manchmal Herzklopfen.« Sarah flüsterte: »Sag auch, dass du kaum schläfst.« Paul nickte. »Und ich schlafe schlecht. Kommen Sie um 15:30 Uhr vorbei. Bitte die Versichertenkarte mitbringen.« Paul legte auf. »Okay.« Sarah atmete aus. »Gut. Und bis dahin machst du langsam. Kein Computer, kein Stress.« »Als ob das so einfach wäre«, murmelte Paul. Am Nachmittag saßen sie im Wartezimmer. Es roch nach Desinfektionsmittel und irgendwo weinte ein Kind. Paul wippte mit dem Fuß. Sarah hielt seine Jacke auf dem Schoß. »Du bist nervös«, sagte sie. »Ich mag Ärzte nicht«, antwortete Paul. »Man fühlt sich da immer wie, naja, als ob man gleich was Schlimmes hört.« Sarah lehnte sich näher. »Du hörst heute erstmal, was es ist. Vielleicht ist es wirklich nur ein Virus.« »Hoffentlich.« Eine Tür ging auf. »Herr Brandt?« Paul stand auf. Sarah wollte mitgehen, aber die Helferin sagte: »Nur der Patient, bitte.« Paul drehte sich kurz um. Sarah hob die Augenbrauen. »Reiß dich zusammen.« Paul ging rein. Dr. Schneider war ein Mann um die 50. Brille, ruhige Stimme. »Setzen Sie sich. Was führt Sie zu mir?« Paul setzte sich und erzählte. »Ich bin ständig müde. Kopfweh, Schwindel. Manchmal klopft das Herz so komisch, als würde es springen.« »Fieber?« fragte der Arzt. »Nicht wirklich. Vielleicht ein bisschen warm manchmal.« »Husten?« »Ab und zu.« »Stress?« fragte Dr. Schneider und schaute über seine Brille. Paul zögerte. »Na ja, Arbeit halt. Viel los.« »Was arbeiten Sie?« »Ich bin in einer Spedition. Lager und Büro gemischt. Viel stehen, viel laufen, viel Druck.« Der Arzt nickte. »Wir machen erstmal Blutdruck, Puls und ein EKG. Und ich nehme Ihnen Blut ab.« Paul schluckte. »Muss das EKG sein?« »Ja«, sagte Dr. Schneider ruhig. »Einfach zur Sicherheit.« Nach ein paar Minuten lag Paul auf der Liege, Kabel an der Brust. Das Gerät piepte leise. Der Arzt schaute auf das Papier. Paul spürte, wie ihm heiß wurde. »Was heißt Dr. Schneider hob die Hand. »Nicht gleich Panik. Das EKG sieht nicht dramatisch aus. Aber ich sehe, dass Ihr Puls heute ziemlich hoch ist.
Und Ihr Blutdruck ist auch etwas erhöht. Weil ich nervös bin. Kann sein, sagte Dr. Schneider. Trotzdem, wir warten auf die Blutwerte. Bis dahin schreibe ich Sie erstmal krank. Eine Woche. Paul setzte sich ruckartig auf. Eine Woche? Ja, Sie brauchen Ruhe. Kein Sport, kein Alkohol, viel trinken, schlafen. Paul dachte sofort an die Arbeit. Meine Chefin wird ausrasten. Ihre Gesundheit ist wichtiger, sagte Dr. Schneider. Und wenn es schlimmer wird, sofort wiederkommen oder in die Notaufnahme. Paul ging mit dem Zettel raus. Sarah stand sofort auf. Und? Krankgeschrieben. Eine Woche. Blutwerte kommen. Sarah wirkte erleichtert. Siehst du, jetzt kannst du dich ausruhen. Paul nickte, aber in seinem Bauch war ein unangenehmes Gefühl. Es war nicht nur Angst, es war auch dieses komische Unwissen. Was, wenn es nicht weggeht? Zu Hause legte Paul sich hin. Sarah stellte ihm Wasser ans Bett. »Ich bin gleich im Meeting«, sagte sie. »Aber wenn was ist, ruf mich an, okay?« Paul zog die Decke hoch. »Okay.« Als Sarah im Wohnzimmer telefonierte, starrte Paul an die Decke. Sein Herz klopfte schnell, obwohl er nur lag. Er atmete tief ein und aus. »Bitte, lass es einfach nur Stress sein«, dachte er. Die Woche, die alles länger macht. Am nächsten Tag wachte Paul auf und fühlte sich gleich. Nicht besser. Vielleicht sogar schlechter. Er ging ins Bad, sah sich im Spiegel an und dachte, ich sehe aus wie jemand, der 3 Nächte durchgemacht hat. In der Küche machte Sarah Frühstück. »Wie geht's?« Paul setzte sich langsam. »Komisch, als wäre mein Kopf voller Watte.« Sarah stellte ihm ein Brötchen hin. »Dann isst du jetzt, und danach legst du dich wieder hin.« Paul nahm einen Bissen, aber ihm wurde übel. Er legte das Brötchen weg. »Geht nicht.« Sarah runzelte die Stirn. »Paul, ich versuche ja.« Sarah setzte sich ihm gegenüber. »Hör zu, eine Woche krank ist okay, aber du musst auch wirklich Ruhe geben.« Paul schaute sie an. »Ich liege doch.« »Ja, aber du bist mit dem Kopf trotzdem bei der Arbeit.« »Ich sehe das doch.« Paul sagte nichts. Sarah hatte recht. Er dachte die ganze Zeit an die Spedition, die Schichten, die Kollegen. Am 3. Tag rief die Praxis an. Sarah nahm ab, weil Paul gerade schlief. »Frau Brandt, wir haben die Blutwerte von Ihrem Mann. Der Arzt würde gern, dass er nochmal vorbeikommt.« Sarahs Herz rutschte kurz. »Ist etwas Schlimmes?« »Das sagt der Arzt Ihnen. Bitte morgen um 10 Uhr.« Als sie auflegte, stand Paul schon in der Tür. »Was war das?« »Blutwerte«, sagte Sarah vorsichtig. »Du sollst noch mal hin.« Paul wurde nervös. »Warum?« »Weiß ich nicht.« Am nächsten Morgen saßen sie wieder im Wartezimmer. Diesmal durfte Sarah mit rein, weil sie sagte, »Ich möchte verstehen, was los ist.« Dr. Schneider nickte. »Kein Problem. Also, Herr Brandt, Ihre Entzündungswerte sind leicht erhöht, aber nichts Extremes. Was auffällt, Sie haben einen Mangel an Eisen und Vitamin D. Und Ihre Schilddrüsenwerte sind, naja, grenzwertig.« Paul blinzelte. »Was heißt das?« »Das kann Müdigkeit, Schwindel, Herzrasen machen«, erklärte der Arzt. »Wir machen noch ein paar zusätzliche Tests. Und ich gebe Ihnen erstmal Tabletten für den Mangel. Außerdem überweise ich Sie zum Kardiologen, einfach um das Herz abzuklären.« Sarah fragte direkt, »Kann das gefährlich sein?« Dr. Schneider hob die Hand. »Ich will niemandem Angst machen, aber wenn jemand sagt, Schwindel, Herzklopfen und keine Kraft, dann muss man das ernst nehmen.« Paul schluckte. »Und die Arbeit?« »Sie bleiben weiter krankgeschrieben«, sagte Dr. Schneider. 2 Wochen.
Und Sie machen jetzt bitte wirklich langsam. Auf dem Heimweg war Paul still. Sarah hielt das Lenkrad fester. »Du musst dich nicht schämen«, sagte sie. »Ich schäme mich nicht«, murmelte Paul. Ich hasse es nur. Ich fühle mich nutzlos.« Sarah atmete aus. »Nutzlos bist du nicht. Du bist krank. Aber keiner findet, was es ist.« Zu Hause lag Paul wieder auf dem Sofa. Sarah arbeitete, kochte, räumte auf. Nach einer Woche war ihre Geduld dünner, auch wenn sie es nicht zugeben wollte. »Paul«, sagte sie eines Abends, »kannst du bitte wenigstens die Spülmaschine ausräumen?« Paul setzte sich mühsam auf. »Mir ist schwindlig.« Sarah hielt kurz inne. »Dir ist immer schwindlig. Seit Tagen.« Paul schaute sie verletzt an. »Willst du sagen, ich übertreibe?« Sarah rieb sich die Stirn. »Nein, ich bin nur müde. Ich arbeite, ich mache alles hier und ich sehe dich nur liegen. Ich weiß, du kannst nichts dafür, aber es ist hart.« Paul sagte leise, »Glaubst du, ich liege gern rum?« Sarah schwieg. Dann sagte sie, »Manchmal fühlt es sich so an, als würdest du dich auch ein bisschen verstecken.« Paul wurde rot. »Was?« »Ich weiß nicht«, sagte Sarah ehrlich. »Du warst vorher oft gestresst von der Arbeit. Und jetzt bist du plötzlich krank. Ein Teil von mir denkt, vielleicht ist es auch eine Art Ausrede.« Paul sprang fast auf, stoppte aber wegen Schwindel. »Das ist unfair.« Sarah hob die Hände. »Ich sage nur, was ich fühle. Ich weiß, dass das nicht nett ist.« Paul setzte sich wieder, schwer atmend. »Super. Jetzt muss ich auch noch beweisen, dass ich wirklich krank bin.« Sarah schaute ihn an und man sah, dass es ihr leid tat. »So meine ich das nicht.« »Doch«, sagte Paul, »genau so.« In dieser Nacht schlief Paul kaum, nicht nur wegen Herzklopfen, sondern wegen diesem Satz, der im Kopf blieb. Ausrede. Der Kardiologe und das Misstrauen. Der Termin beim Kardiologen war 3 Wochen später. »So lange«, hatte Sarah damals gesagt. »Was ist das für ein System?« Paul saß im Wartezimmer einer großen Praxis. Viele ältere Leute, viele Formulare. Sarah war wieder mitgekommen. Als sie endlich drankam, begrüßte sie Dr. Aydin, freundlich, schnell, ein bisschen direkt. »So, Herr Brandt, was haben wir?« Paul erklärte alles nochmal. Dr. Aydin machte Ultraschall. Belastungs-EKG, nochmal Blutdruck. Paul schwitzte schon beim Treppensteigen. »Herz sieht strukturell gut aus«, sagte der Arzt. »Keine Auffälligkeiten am Muskel. Rhythmus ist okay, aber Sie haben eine starke Stressreaktion. Puls springt schnell hoch.« Paul sagte sofort, »Aber ich bin doch nicht nur gestresst. Ich fühle mich wirklich krank.« Dr. Aydin nickte. »Glaube ich Ihnen, aber Stress kann auch körperlich krank machen. Haben Sie Angst?« Paul zögerte. Ich habe Angst, dass etwas übersehen wird.« Sarah fragte, »Also ist es nur Stress oder was?« Der Arzt hob eine Augenbraue. »Nur« ist ein gefährliches Wort. Ich würde zusätzlich eine internistische Abklärung empfehlen. Und vielleicht auch mal über Schlaf, Ernährung, Belastung nachdenken. Draußen vor der Praxis sagte Sarah, »Also, Herz ist okay. Das ist doch gut.« Paul blieb stehen. »Und warum geht's mir dann so?« Sarah zuckte mit den Schultern. »Vielleicht musst du dich wirklich mal ausruhen.« Paul lachte bitter. »Ich ruhe seit Wochen aus. Ich fühle mich trotzdem mies.« Zu Hause kam der nächste Konflikt. Paul bekam Post von der Arbeit. »Bitte melden Sie sich beim Betriebsarzt.« Dazu noch eine Nachricht von seinem Chef. »Wie lange soll das noch gehen? Wir brauchen Sie.« Paul zeigte Sarah die Nachricht. »Siehst du?
Jetzt denken alle, ich spiele Theater. Sarah sagte, vielleicht fragen Sie einfach nur. Nein, Paul schüttelte den Kopf. So fühlt es sich nicht an. Sarah wurde ungeduldig. Paul, ich kann das auch nicht mehr jeden Tag hören. Wir drehen uns im Kreis. Ich kann doch auch nichts dafür. Sarah wurde lauter. Aber ich muss alles tragen. Und du liegst da und sagst jeden Tag, mir geht's schlecht. Ja, okay, aber wir brauchen Lösungen. Paul starrte sie an. Meinst du, ich suche keine Lösungen? Ich renne von Arzt zu Arzt. Ja, aber Sarah stoppte, suchte Worte. Manchmal wirkst du, als würdest du gar nicht gesund werden wollen. Als würdest du dich daran festhalten. Das traf Paul wie ein Schlag. Sag das nochmal. Sarah schluckte. Ich hab's blöd gesagt. Paul stand auf. Nein, jetzt sag es. Du glaubst wirklich, ich tue so. Ich weiß es nicht, rief Sarah. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Du bist seit Wochen krank, aber keiner findet was. Und gleichzeitig, sie zeigte zur Arbeitstasche, wäre es für dich vielleicht auch bequem, nicht zu arbeiten. Paul wurde ganz still. Dann sagte er sehr ruhig, weißt du, was das Schlimmste ist? Nicht die Symptome, sondern dass du mir nicht glaubst. Sarahs Augen wurden feucht. Ich bin einfach am Limit. Paul nahm seine Jacke. Ich gehe kurz raus. Draußen lief er ziellos durch die Straße, obwohl ihm schwindelig war. Er setzte sich auf eine Bank. Sein Handy vibrierte. Tobias, ein Kollege. Alles okay bei dir? Paul schrieb, nein, nichts ist okay. Am Abend kam er zurück. Sarah stand in der Küche. Es tut mir leid, sagte sie leise. Ich war unfair. Paul nickte, aber es war ein schweres Nicken. Ich weiß, dass du müde bist, aber ich brauche dich. Nicht als Kontrolleurin, sondern als Partnerin. Sarah setzte sich. Was machen wir jetzt? Paul atmete tief. Ich suche einen anderen Arzt. Noch eine Meinung. Ich will das endlich verstehen. Sarah nickte langsam. Okay, ich komme mit. Aber bitte, sag mir auch, wenn du Angst hast. Nicht nur, dass du krank bist. Paul schaute sie an. Ich habe die ganze Zeit Angst. Der neue Arzt und eine unangenehme Wahrheit. Der neue Arzt hieß Dr. Nguyen und hatte eine kleine Praxis. Sarah hatte online gesucht, Bewertungen gelesen, Termine gejagt. Im Sprechzimmer sagte Dr. Nguyen, ich will, dass Sie ganz von vorne erzählen. Ohne Stress. Wir nehmen uns Zeit. Paul spürte zum ersten Mal seit Wochen so etwas wie Erleichterung. Okay. Er erzählte alles. Dr. Nguyen fragte viel nach, wann genau? Was essen Sie? Wie ist der Schlaf? Wie ist die Arbeit? Gab es Infekte? Corona? Paul nickte. Vor 2 Monaten hatte ich eine starke Erkältung. Danach wurde ich irgendwie nicht mehr richtig fit. Dr. Nguyen schrieb mit. Aha. Und seitdem Herzrasen, Schwindel, Müdigkeit. Ja. Sarah fragte. Könnte er sich das einbilden? Dr. Nguyen schaute sie ruhig an. Es gibt viele Dinge, die man nicht sieht, die aber real sind. Körper und Kopf sind nicht getrennt. Paul sagte leise, Danke. Dr. Nguyen machte Tests. Blut, Blutdruck im Liegen und Stehen, Sauerstoff, Gespräch über Symptome. Dann sagte er, ich habe ein paar Ideen. Eine ist postvirales Syndrom. Manche nennen es Long-Covid, aber es kann auch nach anderen Viren passieren. Dazu kann auch eine Kreislaufstörung gehören. Sarah riss die Augen auf. Also ist es doch was Körperliches? Sehr wahrscheinlich, sagte Dr. Nguyen. Aber Stress und Angst verstärken das. Und wenn man das Gefühl hat, man wird nicht ernst genommen, wird es noch schlimmer. Paul schluckte. Das passt. Dr. Nguyen gab ihm einen Plan.
Wir machen eine Überweisung zur inneren Medizin und zum Neurologen. Und parallel bauen wir sie langsam wieder auf. Schlafrhythmus, leichte Bewegung, kein Überfordern. Außerdem Gesprächstermin bei einer psychosomatischen Sprechstunde, nicht weil es eingebildet ist, sondern weil der Körper aus dem Gleichgewicht ist. Sarah atmete aus. Das klingt nach einem Plan. Paul nickte. Endlich. Auf dem Heimweg war Sarah still. Dann sagte sie: Ich muss dir was sagen. Paul schaute aus dem Fenster. Ich habe wirklich gedacht, du übertreibst. Nicht komplett, aber ein bisschen. Sarahs Stimme zitterte. Und das tut mir jetzt so leid. Paul sagte nichts. Er ließ sie reden. Ich war überfordert, fuhr sie fort. Und ich hatte Angst, dass wir abrutschen. Geld, Arbeit, alles. Und dann habe ich dich verantwortlich gemacht. Paul drehte sich zu ihr. Ich wollte doch auch, dass es aufhört. Sarah schluckte. Ich hab's gemerkt, aber ich hab's nicht gefühlt. Paul legte seine Hand auf ihre. Ich brauche keine perfekte Sarah. Ich brauche eine, die ehrlich ist. So wie jetzt. Zu Hause hing trotzdem Spannung in der Luft, weil der Alltag nicht weg war. Rechnungen, Arbeit, Termine. Aber jetzt gab es zumindest eine Richtung. 2 Tage später kam ein Brief. Termin in der inneren Medizin und eine neue Krankschreibung. Paul schaute drauf und seufzte. Schon wieder. Sarah sagte, diesmal ist es anders. Diesmal wissen wir warum. Paul nickte. Hoffentlich. In der Nacht bekam Paul wieder Herzklopfen. Sarah wachte auf. Alles okay? Paul flüsterte. Nein. Aber ich glaube, ich halte es aus. Sarah setzte sich auf und legte den Arm um ihn. Wir halten es aus. Wieder Vertrauen lernen. Die Untersuchung in der inneren Medizin dauerte lang. Viele Fragen, Tests, ein Gerät, das Paul am Körper tragen musste. Am Ende sagte die Ärztin, Ihr Kreislauf reagiert sehr empfindlich. Das kann nach einem Infekt passieren. Das ist real. Und es braucht Zeit. Zeit. Dieses Wort hörte Paul in den letzten Wochen zu oft. Trotzdem war es plötzlich nicht mehr so hoffnungslos, weil es endlich eine Erklärung gab. Als sie nach Hause kamen, sagte Sarah, Okay, dann machen wir das jetzt richtig. Paul schaute sie an. Was meinst du? Sarah nahm einen Block. Plan. Nicht nur Arztplan. Unser Plan. Sie schrieb, 1. Termine aufschreiben, 2. Arbeit informieren, 3. kleine Schritte. Spaziergang, Essen, Schlaf. 4. Kein Streit im Schlafzimmer, 5. Einmal am Tag ehrlich reden, Paul musste trotz allem lächeln. Punkt 4 ist sehr konkret. Sarah grinste kurz. Ja, ich will nicht mehr nachts diskutieren, ob du wirklich krank bist. Das war schlimm. Paul setzte sich langsam. Ich will auch nicht mehr beweisen müssen, dass ich leide. Sarah setzte sich neben ihn. Du musst nichts beweisen. Ich hab verstanden. Am nächsten Tag rief Paul seinen Chef an. Hallo, Herr Krüger. Ich wollte kurz sprechen. Herr Brandt, sagte der Chef. Wie lange noch? Paul atmete tief. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin in Behandlung, ich habe Termine und ich will wieder arbeiten. Ich kann nur gerade nicht. Es wurde kurz still. Dann sagte der Chef, schicken Sie die Unterlagen und melden Sie sich, sobald Sie mehr wissen. Als Paul auflegte, sagte Sarah, das war gut, ruhig, klar. Paul nickte. Ich hab's geübt. Im Kopf. 10-mal. Siehst du, sagte Sarah, du tust was, du kämpfst. In den nächsten Wochen gab es bessere Tage und schlechte Tage. Manchmal ging Paul 10 Minuten spazieren und fühlte sich danach wie nach einem Marathon. Manchmal ging es besser
und er wurde zu schnell zu mutig, machte zu viel, und am nächsten Tag war wieder alles schwer. Einmal knallte Sarah die Schranktür zu. »Paul, du kannst nicht an einem guten Tag so tun, als wäre alles wieder normal.« Paul war genervt. Ich wollte mich endlich wieder normal fühlen.« Sarah atmete aus. »Ich weiß, aber das ist genau die Falle.« Paul setzte sich. »Es ist so frustrierend.« Sarah setzte sich ihm gegenüber. »Dann sag, ich bin frustriert. Nicht, ich bin okay, weil ich merke es sowieso.« Paul lachte kurz. »Okay, ich bin frustriert.« Sarah grinste. »Danke, endlich ehrlich.« Eines Abends saßen sie auf dem Balkon. Es war ruhig. Paul trank Tee, Sarah hatte eine Decke um die Schultern. »Weißt du, was ich am schlimmsten fand?« fragte Paul. Sarah schaute ihn an. »Dass ich dir nicht geglaubt habe?« Paul nickte. »Ja, aber auch, dass ich selbst irgendwann dachte, vielleicht bilde ich mir das ein.« Sarahs Gesicht wurde weich. »Das tut mir weh.« Paul zuckte mit den Schultern. »Ist aber so. Wenn Menschen dir immer wieder sagen, Stress, du musst dich zusammenreißen, dann denkst du irgendwann, du bist verrückt.« Sarah nahm seine Hand. »Du bist nicht verrückt. Du bist krank gewesen. Und du wirst wieder stabiler.« Paul schaute auf ihre Hände. »Und du? Bist du wieder weniger wütend?« Sarah atmete aus. »Ja, weil ich jetzt verstehe, was passiert. Und weil du mir wieder mehr sagst. Nicht erst, wenn es eskaliert.« Paul nickte. »Deal. Wir reden. Auch wenn es unangenehm ist.« Sarah lächelte. »Deal.« Später, als sie ins Bett gingen, sagte Paul leise, »Danke, dass du geblieben bist. Auch wenn du genervt warst.« Sarah zog die Decke hoch. »Ich war nicht nur genervt. Ich hatte Angst.« Paul drehte sich zu ihr. »Wovor?« »Dass du dich irgendwann komplett zurückziehst und ich dich nicht mehr erreiche.« Paul schluckte. »Ich war kurz davor.« Sarah legte die Hand auf seine Wange. »Dann holen wir dich da nie wieder hin.« Paul schloss die Augen. »Okay.« In dieser Nacht schlief Paul besser. Nicht perfekt, aber besser. Und am nächsten Morgen, als er aufstand, sagte er, »Sarah, ich glaube, ich kann heute 10 Minuten raus.« Sarah grinste. »Nicht 20.« Paul lachte. »Okay, 10.« Sie gingen zusammen, langsam, ohne Druck. Es war kein großes Ende, kein Hollywood-Moment. Aber es war etwas, das sie lange nicht hatten. Ein normaler Schritt und das Gefühl, wieder ein Team zu sein,